Die Visa-Aktie war über sehr, sehr viele Jahre ein absoluter Dauerläufer und im Moment korrigiert die Aktie jetzt auf ihr letztes Allzeithoch und deswegen stelle ich mir und vielleicht viele von euch auch die Frage, ob die Aktie jetzt interessant ist für langfristig orientierte Anleger, und wir schauen uns heute die Fundamentaldaten und die technische Ansicht mal an und analysieren für uns, ob es sich jetzt im Moment anbietet, hier einzusteigen. Ja, herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir starten jetzt hier direkt rein. Wir sind gerade auf der Website von Visa und klar, man ist hier als Finanzdienstleister unterwegs und ist wirklich eines der größten Unternehmen der Welt, auch im kontaktlosen Zahlen sehr, sehr aktiv. Also ein wirklich absolut eingesessener Player. Wir zögern jetzt gar nicht lange und fangen mal direkt an mit der fundamentalen Bewertung. Also die Hauptgeschäftsfelder sind Payment Services, Payment Platforms und Value-Added Services. Also man stellt im Prinzip ein Zahlungssystem bereit. Man produziert also nicht selber diese ganzen Kreditkarten und so weiter, sondern ist eigentlich nur das System dahinter, bei dem man dann eben pro Transaktion eine kleine Gebühr als Gewinn sozusagen verbuchen kann. Wir waren beim Dividendenertrag einen Score von 3 von 10. Wir haben eine relativ niedrige Dividendenrendite mit nur 0,77%, aber das Dividendenwachstum ist sehr stark und das Gewinnwachstum schaut auch relativ gut aus mit 7 von 10 Punkten. Wenn wir uns die Gewinne, die Cashflows und die Dividenden anschauen, dann sind die über lange Zeit wirklich sehr stark gestiegen und bewegen sich hier auch in einem sehr, sehr schönen Rahmen. Wir haben so eine Payout-Ratio zwischen 20 und 25%, mal im Hoch knapp unter 30. Und was die Prognose hier sagt, dass es auch in Zukunft so weitergehen soll wie bisher. Also der Cashflow soll steigen, die Gewinne sollen weiter steigen. Und das sieht allgemein sehr, sehr gut aus. Auch das gleiche sehen wir hier bei den Margen und dem Umsatz, der Nettomarge und der operativen Marge. Auch die ist über sehr, sehr viele Jahre tendenziell nach oben gestiegen und soll auch in Zukunft leicht weiter ansteigen. Und vor allem das Umsatzwachstum soll hier auch weiter sehr, sehr gut sein. Ich habe vor kurzem eine Mastercard-Aktienanalyse hochgeladen. Die könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ist natürlich ja sozusagen die Geschwisteraktie. Die hat auch ein sehr, sehr ähnliches Profil und soll sogar noch etwas stärker wachsen wie Visa. Aber jetzt schauen wir hier weiter. Wir sehen, wir haben hier eine Schuldenquote gesamt von 56,18% und haben ja auch noch etwas Treasury Stocks sogar nicht mehr mit drinnen. Die wurden praktisch schon völlig vernichtet. Bei Mastercard ist es zum Beispiel anders. Da haben wir noch sehr, sehr viele Treasury Stocks auch, die zurückgekauft wurden, die noch in der Bilanz liegen. Aber hier wurden die Treasury Stocks eben vernichtet. Ja, das sieht man eben auch hier. Die Aktienrückkäufe, die laufen sehr, sehr stetig. Wunderschön anzusehen. Also hier auf jeden Fall sehr, sehr viel sehr, sehr viel Rückenwind für Aktionäre. Also hier wirklich sehr, sehr schön. Das wird sich, denke ich, auch in Zukunft so fortsetzen. Wir schauen jetzt hier mal auf den faireren Wert von Visa auf Basis des bereinigten Gewinns und sehen, dass wir uns jetzt hier im Moment eigentlich sogar unterhalb des Fair Value, der hier bereinigt rauskommt, befinden. Wir können jetzt hier mal einen Kauf simulieren, jetzt im Moment bei diesen 261 US-Dollar und sagen hier mal bis Ende 2026 die mittlere Prognose. Da hätten wir jetzt hier eine Kursrendite von 40,2% gesamt und aufs Jahr gerechnet eine pro Jahr gesamte Rendite von 16,4%. Also auch sehr, sehr stark und ist natürlich auch über dem Durchschnitt, was der S&P 500 über die letzten Jahre gemacht hat. Was für mich jetzt ganz spannend hier ist, dass wir hier ja diese Verlangsamung vom Trend sehen und eine Phase, in der die Aktie einfach sehr, sehr stark überbewertet war. Also in dem Zeitraum von 2019 bis 2022 hat die Aktie einfach keine Kursgewinne mehr gemacht und das liegt in erster Linie daran, dass die Bewertung schon wirklich sehr, sehr sportlich war. Und mir gefällt eigentlich ganz gut, dass wir uns jetzt durch diese Korrektur und die Verlangsamung des Trends einfach wieder an den Fair Value angenähert haben. Und jetzt tendieren wir ja schon etwas länger um den herum und korrigieren jetzt hier das erste Mal wieder richtig schön zurück. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass sich der Chart
ähnlich wie es hier unten mal der Fall war, nochmal so entwickelt. Natürlich nicht ganz so krass, aber das ist schon meine Tendenz. Jetzt schauen wir auf die Multiples, also sowohl KGV bereinigt bilanziert als auch KCV und KUV liegen unter dem Schnitt der letzten 10 Jahre, beziehungsweise KUV genau drauf. Also von dem her auf jeden Fall eine absolut faire Bewertung, völlig in Ordnung. Hier sehen wir nochmal wirklich eine sehr, sehr brutale Nettomarge mit verrückten 52%. Also das Unternehmen verdient wirklich sehr, sehr viel Geld und ist einfach wirklich eine absolute Cash-Cow. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Businessgeschäft. Ja, aber macht man seine Umsätze hauptsächlich in den internationalen Märkten? Also man fächert jetzt hier nicht auf einzelne Länder auf. Auf jeden Fall macht man international, also außerhalb der USA, hier eine Marge von 41,6%. Und in den USA selber ist die Marge doppelt so hoch mit 94,3%, sagt zumindest jetzt hier der Aktienfinder. Also das ist wirklich eine absolut starke Marktposition. Wenn wir uns die Dividendenhistorie hier anschauen, wir nehmen jetzt mal den 5-Jahres-Korridor, sehen wir, dass wir im Moment sogar eine relativ hohe Dividendenrendite bekommen. Also so eine hohe Dividendenrendite gab es nur wirklich in der Hochphase der Korrektur 2022. Also von dem her eigentlich ein relativ attraktiver Einstiegszeitpunkt. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Wir schauen uns jetzt hier nochmal die Bewertung an im TraderFox und hier sehen wir den Qualitätscheck. Da haben wir eine Bewertung von 14 von 15 Punkten. Das Einzige, wo es einen Punktabzug gibt, ist das zu hohe KUV. Sonst sieht aber alles sehr, sehr gut aus. Gefällt mir auch eigentlich alles echt gut. Und jetzt schauen wir auch noch auf den Dividendencheck. Der sieht auch sehr, sehr grün aus. Natürlich, einziges Manko ist eben, dass die Dividendenrendite mit 0,75% doch etwas niedrig ist. Ja, Wachstumscheck sehen wir 11 von 15 Punkten. Es gibt hier aber Punktabzug nur für die Performance, hier was den Trend angeht. Da gibt es 2 Punkte Abzug und einmal den Umsatz zur Verschuldung. Aber das ist jetzt für mich bei dem Unternehmen noch kein Problem. Und das zu hohe KUV spielt hier auch wieder eine Rolle. Bei der Robustheit sehen wir einen Score von 12 von 15 Punkten. Hier gibt es Punktabzug eben auch wieder bei dem Trend und bei dem Korrelationseffizienten zwischen dem Gesamtmarkt. Aber grundsätzlich sieht es auch alles sehr, sehr gut aus. Von dem her absolut keine Probleme. Ja, wo hat man hier laut der Sektoranalyse seine Steckenpferde? Das ist Sicherheit, Qualität, Volatilität und Wachstum. Also wirklich sehr, sehr sichere Fokussierung hier bei dem Unternehmen. Und das ist wirklich absolut schön, sehr, sehr gut, die Aktie, wie die hier am Markt ist. Ja, dann schauen wir jetzt direkt weiter auf die einzelne Charttechnik beziehungsweise auf die einzelnen Zeiteinheiten der Charttechnik und sehen, dass wir ultra langfristig eigentlich sehr, sehr schön hier einen Aufwärtstrend hatten oder beziehungsweise wir haben den immer noch, also der ist auf jeden Fall noch intakt, aber bis 2020 war der eben deutlich dynamischer, als wie er jetzt seit 2020 eben ist. Und wir gucken uns jetzt mal mittelfristig an. Also wir hatten jetzt hier diese Korrektur abgeschlossen, die Inflationskorrektur 2022 und haben jetzt hier ein neues Allzeithoch ausgebildet. Ähnliches Chartbild wie bei Mastercard, sie sieht sehr, sehr gleich aus, aber wir haben hier ein weniger markantes Allzeithoch ausgebildet und sind auch schon ein Stück näher am alten Allzeithoch. Also könnte Visa jetzt theoretisch schon früher interessant werden. Auf jeden Fall, wenn wir uns hier dieses Chartbild mal anschauen, dann sehen wir, dass wir mittelfristig hier aktuell am Korrigieren sind und es in dieser grünen Zone vor allem sehr, sehr interessant werden könnte. Klar, wir brauchen jetzt hier noch ein bisschen, bis wir da nach unten kommen. Also dauert schon noch wahrscheinlich ein paar Tage, aber es sind so circa 5%, die Aktie jetzt im Moment noch fallen müsste. Und da unten würden sich aber wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr gute Kaufchancen dann ergeben. Sollte die Aktie dann auch hier in der relevanten Zone einen Boden ausbilden. Alternativ hätten wir aber hier unten noch
so bei 220 US-Dollar, 215 bis 220 US-Dollar, eine sehr, sehr gute Unterstützung. Also der langfristige Trend, der Monatstrend wäre erst hier noch unterschritten von den 175 US-Dollar auf Monatsschlusskursbasis unterschritten bzw. gebrochen. Also da ist noch absolut viel Luft. Und für mich wird es eigentlich hier oben erst interessant, wenn wir in die Zone rein korrigieren, ähnlich wie bei Mastercard. Aber es ist für mich wirklich ein Top-Unternehmen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich aber aufgrund des höheren Wachstums, was prognostiziert wird, mich für Mastercard entscheiden. Aber es sind beides sehr, sehr gute Unternehmen und es ist ja auch immer keine Anlageberatung. Ihr müsst immer selber entscheiden, was ihr im Depot haben wollt. Ihr haftet ja immer mit eigenem Kapital und trefft eure eigenen Entscheidungen. Wir werfen jetzt mal so einen Quick-Check, einen Blick auf die finanzielle Lage von Visa. Und das ist eigentlich das Gleiche, was wir vorhin schon gesehen haben. Wir haben eine starke Netmarge, die auch Netmargen, die gesteigert werden konnte über die letzten Jahre und wirklich sehr, sehr erheblich. Auch das Umsatzwachstum ist zweistellig gewesen, also auch absolut schöne Struktur, die aufwärts gerichtet ist. Ja, Dividendenyield konnte erhöht werden über die letzten Jahre. Wir haben einen Verschuldungsgrad von Debt-to-Free Cashflow sogar von 1. Man könnte auch, wenn man hier die Cash-Reserven anschaut, fast seine ganzen Schulden nur mit den Cash-Reserven tilgen. Also das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Wenn man den Free Cashflow anschaut, also das Wachstum der letzten Jahre, dann sehen wir, dass wir uns da wirklich sehr, sehr dynamisch entwickelt haben. Ja, im Jahr 2023 haben wir 10% Free Cashflow zugelegt, also das sieht auch sehr, sehr gut aus. Was die Total Common Shares Outstanding angeht, da sehen wir auch, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr rapide Senkung auch der Aktienanzahl, die ausstehend ist. Und historisch gesehen sind wir gerade relativ gut im Schnitt, vielleicht sogar noch ein bisschen unter den historischen KGVs, ähnlich wie wir es im Aktienfinder gesehen haben. Also von dem her alles gut, sieht gut aus. Und die Prognosen auch hier sagen, dass die Earnings per Share hier zweistellig wachsen sollen über die nächsten Jahre hinweg und auch oder bis zu knapp zweistellig. Und hier das gleiche gilt auch für den Umsatz. Also das sieht alles wirklich sehr, sehr rosig aus für das Unternehmen, wenn natürlich diese Analystenprognosen letztendlich tatsächlich so wahr werden. Also für mich absolut spannendes Unternehmen. Mich würde jetzt interessieren, was du davon hältst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo für den Kanal da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.